Stell dir vor, du lernst jemanden Neues über Instagram kennen. Ihr versteht euch auf Anhieb gut, ihr flirtet und irgendwann habt ihr so ein Vertrauensverhältnis, dass ihr sogar gegenseitig Nudes austauscht. Doch dann, wie aus dem Nichts, kommt folgender Satz. Wusstet ihr eigentlich, dass euer Freund Oscar auf Kinder steht? Er schickt unangebrachte Fotos an minderjährige Mädchen auf Telegram. In den letzten Wochen haben sich jede Menge Zuschauer bei mir gemeldet, weil sie erpresst werden. Jonas hat mehrere 100 Euro an die Erpresser gezahlt. Niklas musste das Ganze aus Verzweiflung seinen Eltern beichten und Max, der gerade mal 15 Jahre alt ist, lebt noch heute mit der Angst, dass seine Nacktbilder veröffentlicht werden. Und um herauszufinden, von wo aus diese Erpresser arbeiten, habe ich versucht, sie anzulocken und habe mich erpressen lassen. Und dabei habe ich selber gemerkt, wie erbarmungslos diese Täter vorgehen. Alles, was sie brauchen, ist eine Überweisung von 500 US-Dollar auf mein Konto. Ich glaube, ich wäre so verzweifelt, dass ich im ersten Moment auch überlegen würde, das zu bezahlen, in der Hoffnung, dass danach Ruhe ist. Wenn man den Geschichten von Jonas, Niklas und Max zuhört, merkt man erst, wie schnell man in so eine Situation geraten kann, in der man nicht mehr so ganz die Kontrolle hat. Und ich persönlich kenne das auch aus anderen Bereichen, nämlich den Finanzen. Und dafür muss man nicht mal zwangsläufig irgendwas falsch gemacht haben, sondern das Leben ist einfach manchmal schnell. Man braucht hier mal eine neue Spülmaschine, hat da ein Abo zu viel oder vielleicht den ein oder anderen Ratenkauf am Laufen und schon hat man irgendwie den Überblick verloren. Und genau da setzt Anyfin an, denn statt Stress und Panik gibt es hier einen einfachen Weg, um wieder einen Durchblick zu bekommen und das Beste aus deinen bestehenden Schulden rauszuholen. Anyfin prüft die Konditionen deiner bestehenden Kredite und macht dir, wenn möglich, ein besseres Angebot zur Refinanzierung. Mit niedrigeren Zinsen und ohne versteckte Gebühren. Und so funktioniert's. Schritt 1, einfach die App kostenlos über den QR-Code oder über den Link in der Infobox runterladen, Anbieter auswählen und ein paar Fragen beantworten und fertig. Schritt Nummer 2. Anyfin prüft, ob sie dir bessere Konditionen anbieten können und danach hast du 7 Tage Zeit, frei zu entscheiden, ob du es annimmst oder ob du einfach bei deinem alten Kredit bleibst. Schritt Nummer 3. Anyfin löst deinen alten Kredit ab und ab da zahlst du günstiger an Anyfin. Das heißt mehr Geld für dich und weniger für die Bank. Du kannst die Rückzahlung auch ganz easy an deine Lebenssituation anpassen. Mehr abbezahlen, wenn es gerade mal passt oder auch mal einen Monat pausieren, wenn das Geld woanders gebraucht wird. Bei Kreditkarten zum Beispiel, da sparen Menschen mit Anyfin im Schnitt 527 Euro und ich finde, das ist schon mal eine richtige Ansage. Also lade dir jetzt die Anyfin-App runter und stell deine kostenlose und unverbindliche Anfrage und wenn du dabei noch meinen Code Marvin verwendest, dann bekommst du noch 50 Euro Rabatt auf deine erste Rechnung bei Anyfin. Ganz wichtig, das Angebot von Anyfin richtet sich natürlich nur an Menschen, die schon offene Ratenkäufe haben, um einfach schneller da rauszukommen und wieder mehr Freiheit genießen zu können. Wenn du also keine offenen Ratenkäufe hast, umso besser. Also starten wir mit der Recherche und das, was ich schon weiß, ist, dass irgendwo auf dem Globus irgendwelche Scammer sitzen, die jeden Tag neue Profile von jungen Frauen erstellen. Und damit gehen sie auf die Jagd nach Männern in unserem Alter. Und wenn man dann angeschrieben wird, dann soll sich das alles erstmal total normal anfühlen, weil erstmal über Wochen lang vorsichtig versucht wird, Vertrauen aufzubauen, bevor es überhaupt in eine flirty Richtung geht. Und dann wird gezielt gefragt, ob man nicht Nudes austauschen möchte. Nur das Ding ist natürlich, wenn du ein Nacktbild von dir verschickst mit deinem Gesicht und deinem besten Stück, dann wirst du damit erpresst und es wird gedroht, dass sie diese Fotos veröffentlichen, es sei denn, du schickst ihnen mehrere 100 Euro. Und ich mache jetzt das einzig Vernünftige, ich werde versuchen, diese Erpresser anzulocken und mich im Zweifel erpressen zu lassen, weil ich natürlich herausfinden möchte, von wo aus die Täter arbeiten. Und dafür habe ich mir auch schon einen Schlachtplan zurechtgelegt, denn wenn man auf Instagram mal in die Kommentare schaut bei Erotikdarstellern, Onlyfans-Girls oder Rappern, dann findet man eine Sache immer zuhauf in den Kommentaren, nämlich richtig viele Bots. Hier mal eine kleine Kostprobe, kann es mir jemand richtig besorgen? Oder geiles Rollenspiel, Fragezeichen, ich habe so Lust, Jungs, oder wer hat was Großes in der Hose? Davon findet man wirklich Tausende unter jedem Beitrag. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal gefragt, was dahinter steckt und ich habe den Tipp bekommen, dass genau dahinter die Erpresser lauern. Das heißt, mein Plan ist jetzt, diese Accounts 100-fach anzuschreiben und mal zu schauen, wer sich daraufhin zurückmeldet. Und in der Zwischenzeit werde ich mich morgen mit Jonas treffen, denn er hat genau diesen Scam erlebt und er möchte mir mal sagen, wie diese Masche genau bei ihm abgelaufen ist. Es hat bei mir eigentlich alles mit einer ziemlich harmlosen Instagram-Nachricht angefangen. Mir hat ein Mädel geschrieben, weil sie mich auf der Dating-Plattform Bumble entdeckt hat. Dort habe ich nämlich mein Instagram-Profil hinterlegt, damit man einfach abchecken kann, was für ein Typ ich bin. Und dann kam sie auch relativ schnell zur Sache und wollte mit mir Fotos austauschen. Und es ging eigentlich die ganze Zeit nur um Sex. Was man sich vorstellt, wie man sich das vorstellt. Wir haben Fantasien ausgetauscht. Aber sie hat auch immer wieder gefragt, ob wir nicht Nudes austauschen wollen. Und erst wollte ich das gar nicht, aber irgendwann hat sie dann einfach ein Nacktbild von sich geschickt. Das heißt, du hattest auch anfangs schon so einen leichten Verdacht, dass das Ganze ein Fake sein könnte? Ich war schon immer skeptisch, wenn es irgendwie um Nacktbilder geht. Aber sie hat einfach nicht locker gelassen und ich wollte ehrlicherweise auch die Chance nicht verspielen. Und deswegen habe ich dann auch ein Foto von mir geschickt.
Aber das hat ihr nicht gereicht und sie wollte unbedingt ein Foto von mir, wo man mich mit dem ganzen Körper und mit dem Gesicht drauf sieht. Aber wie hat sie das begründet, dass sie ausgerechnet das haben möchte? Ja, keine Ahnung. Irgendwie meinte sie, dass sie das attraktiver finden würde. Heute weiß ich, dass es nur darum ging, dass man mich irgendwie identifizieren kann. Wann kam dieser Moment, als der Ton gekippt ist? Das ist einfach mittendrin passiert. Wir waren gerade noch dabei, Bilder auszutauschen und plötzlich schickt sie mir so eine vorgefertigte Nachricht, die an meine Insta-Kontakte formuliert war. Die hatte sie schon alle rausgesucht und da stand drin, dass ich angeblich von einer Minderjährigen Nacktbilder fordern würde. Dabei hatte sie sich eigentlich bei mir mit 19 Jahren vorgestellt. Und dann waren da auch Fotos von mir, wo ich halb nackt war. Und dann hat sie direkt dazu geschrieben, dass ich innerhalb von 5 Minuten 300 € überweisen soll, sonst schickt sie das ab. Und wenn ich es nicht mache, postet sie die Sachen überall auf allen Plattformen, bis es viral geht. Also es ist ja nicht nur perfide, dass der Ton sich so von 0 auf 100 verändert, sondern dass da auch so eine Zeit vorgegeben wird, von wegen in 5 Minuten musst du bezahlen, sonst veröffentliche ich die Bilder. Wie ging es dir zu der Zeit in dem Moment? Ich hatte in dem Moment einfach richtig Schiss, weil die Nachricht ja schon vorgeschrieben war. Sie hätte nur auf Absenden drücken müssen an all meine Insta-Kontakte. Und das Einzige, was ich gedacht habe, dass mir mein Gesicht vor meiner Familie und vor meinen Freunden mehr wert ist als 300 €. Also habe ich es unter Lehrgeld abgestempelt und einfach bezahlt. Erst sollte ich die 300 € PayPal, das hat aber schon nicht funktioniert, weil deren Account gesperrt war. Dann sollte ich irgendwelche Gutscheinkarten kaufen. Als es dann alles geklappt hat und die Gutscheine von denen eingelöst wurden, ging es dann direkt weiter und sie wollten direkt nochmal 200 €. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Erstens habe ich das Geld nicht und zweitens, wir hatten doch einen Deal. 300 € und dann ist gut. Und dann kam so eine Art Gegenvorschlag von denen. Das war auch richtig kurios, weil dann wollten sie 100 € und dann wären wir wohl fein, weil alles bezahlt wäre. Dann habe ich das gemacht und dann kam die Aussage, naja, du scheinst ja doch noch Geld zu haben, also schickst jetzt nochmal 50 €. Und in der Zeit kam ich dann auch irgendwie wieder zu klarem Verstand und habe gemerkt, ey, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann holen die sich wirklich alles, was ich habe und dann habe ich mich dazu entschieden, die einfach zu blocken. Das heißt jetzt auch in diesen ganzen Wochen danach hast du nie von irgendwelchen Freunden, Familienmitgliedern irgendwas bekommen oder haben dich mal Leute darauf angesprochen? Also wurden diese Bilder verschickt? Nein, also ich habe ja die Personen gesehen, an die diese Chats gehen sollten und da habe ich dann über die Wochen hinweg ein bisschen mehr Kontakt zu denen gesucht, aber da ist zum Glück nichts passiert. Ich sagte ganz ehrlich, es war schlimm. Es war mental für mich schwierig. Ich habe kaum Schlaf gehabt die Tage danach. Und alle 15 Minuten habe ich auf Handy geguckt, ob da irgendwie eine Nachricht kommt, dass irgendjemand Bilder von mir geschickt bekommen hat. Aber nach so 4-5 Tagen kam dann allmählich wieder Ruhe rein. Würdest du sagen, es gibt so ein klassisches, typisches Betroffenenprofil aus deiner Erfahrung? Gerade junge Männer, die vielleicht noch keine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht haben, die sich vielleicht auch schwer tun. Ja, es findet irgendwie alles immer mehr online statt. Und dann ist das vielleicht auch so ein Schwachpunkt, den die Täter dann da bei den jungen Männern erkennen. Wenn man dann aufgefordert wird, okay, kannst du hier mal auch ein Bild von dir übersenden oder ein Video, dann sagt man wahrscheinlich eher nicht nein. Mein Selbstexperiment, das nimmt richtig Fahrt auf, denn die meisten Bot-Profile, die ich auf Instagram angeschrieben habe, die wollen direkt rüber auf Telegram wechseln. Und ich sage mal so, die entwickeln sich alle in verschiedene Richtungen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar haben wir Kategorie Nummer 1, die sogenannte heiße Dienstleistungen verkaufen. Die schicken dir nämlich Folgendes und machen Folgendes, bis du das hier machst. Aber es sind auf jeden Fall auch 2-3 Profile dabei, die erstmal total authentisch mit einem schreiben und quasi so tun, als wäre nichts, aber dann früher oder später richtig flirty unterwegs sind. Und ich mache das jetzt schon ein paar Tage und heute hat mir das erste Profil ein Foto von sich geschickt und das möchte ich euch mal zeigen. So sieht die Konversation aus und erstmal ist es natürlich total harmlos, von wegen, was machst du? Du gehst zur Schule, was hast du an? Da habe ich auch erstmal drauf geantwortet, Sportsachen und du. Und dann heißt es nicht viel. Und auch wenn das Bild natürlich gepixelt ist, weil ich davon ausgehen muss, dass es geklaut ist, erkennt man, glaube ich, trotzdem, dass es in eine ziemlich eindeutige Richtung geht. Mein Plan ist jetzt auf jeden Fall erstmal dran zu bleiben und ein Fake Nude von mir hinterher zu schicken, damit die Konversation natürlich am Leben erhalten wird und mit meinen ganzen neuen Fake-Sidechicks die nächsten 2-3 Tage in Kontakt zu bleiben und mal schauen, wohin die Reise geht. Und auch wenn das natürlich erstmal hier ein bisschen humorvoll und unterhaltsam klingt, ist es für jemanden, der das natürlich echt erlebt, mit seinen echten Nudes und seinem Namen, überhaupt nicht lustig. Und genau das wird mir nachher auch Niklas erzählen, denn er hat genau diesen Spuk auch erlebt und musste am Ende das Ganze sogar seinen Eltern beichten. Kannst du dir irgendwie ausmalen, warum sie ausgerechnet dich angeschrieben haben? Ich meine, ich bin Anfang 20, Single, ich würde jetzt auch mal sagen, relativ unscheinbar. Und vielleicht hat sie gedacht, dass ich deswegen leicht darauf reinfalle oder vielleicht, dass einfach bei mir Geld zu holen ist. Zuerst war ja auch alles harmlos. Wir haben auch eine relativ lange Zeit hin und her geschrieben. Aber sie hat auch die ganze Zeit richtig gut geflirtet. Sie hat mir Bilder von sich geschickt
Und das hat mich halt horny gemacht. Und irgendwann habe ich dann Dickpic von mir geschickt, aber sie wollte unbedingt einen Nude von mir mit meinem Gesicht drauf. Aber ich habe gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Aber sie hat dann einfach weiter Bilder von sich geschickt und, ja, wie soll ich sagen, richtig gebettelt. Dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, einfach nur ein Foto von meinem Gesicht zu schicken, weil sie meinte, wenn ich das mache, dann bekomme ich ein Video von ihr und das wollte ich unbedingt haben, also habe ich ihr das Foto geschickt. Dann kam auch schon der Moment, wo ich dann eine Nachricht bekommen habe, so ein Screenshot. Angeblich würde sie all meinen Freunden auf Insta schreiben, die waren da auch alle schon als Kontakt eingefügt und da waren vorbereitete Bilder drin von mir, von den Nacktbildern mit den Profilen. Und dann hat sie 600 € von mir gefordert. Und ich war auch wirklich schon kurz davor zu bezahlen. Ich war schon auf PayPal, habe deren E-Mail-Adresse reinkopiert. Aber irgendwie hat sich dann eine innere Stimme von mir bemerkbar gemacht. Und ich habe mich dann doch dazu entschieden, alle zu blockieren. Und habe mein Handy auf Stumm gemacht und erstmal weggelegt. Wie hast du es die Tage danach verarbeitet und was hast du noch gemacht? Du musst wissen, ich war zu der Zeit damals mit meinen Eltern im Urlaub. Und ganz ehrlich, der war an der Stelle für mich einfach vorbei. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass meinen Eltern irgendwas geschickt wird oder sich Freunde bei mir melden. Ich meine, ich war zu der Zeit neu in der Ausbildung und dachte, das Leben, was ich mir jetzt hier gerade aufbaue, das ist schon wieder vorbei. Die Tage danach waren wirklich einfach Horror. Ich habe schlecht geschlafen. Ich hatte dauerhafte Angst. Jedes einzelne Klingeln vom Handy, da bin ich einfach zusammengezuckt, weil ich dachte, jetzt ist es soweit. Was hast du dich irgendwem anvertraut? Irgendwann habe ich mich dann an meinen Vater gewendet, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, er wird ruhiger reagieren als meine Mutter und vielleicht kann er das auch eher nachvollziehen als Mann. Aber auch er war natürlich verständlicherweise stinksauer und wir haben gemeinsam überlegt, irgendwas zu unternehmen. Aber ich hatte zu der Zeit schon alle Accounts geblockt und gelöscht, also hatte ich nicht mal Daten, die wir irgendwie der Polizei hätten geben können. Welche rechtlichen Möglichkeiten haben denn Betroffene? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit auf Schmerzensgeld oder zumindest die Verbreitung von diesen Bildern online zu stoppen? Also man kann da Schadensersatzansprüche, Schmerzensgeldansprüche geltend machen. Die Summe hängt wieder davon ab, wie tief das eingeschnitten hat in das Leben vom Betroffenen. Gegenüber Plattformen gibt es einen Löschungsanspruch. Da gibt es auch besondere Dienste, wie jetzt zum Beispiel Takedown oder stopncii.org, an die man sich wenden kann, die einem dann auch helfen. Und wenn es darum geht, dass der Täter bekannt ist, dann gibt es natürlich auch einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch ihm gegenüber. In den vergangenen Tagen habe ich natürlich weiterhin fleißig mit unseren vermeintlichen Erpressern geschrieben und jedes Mal, wenn ich von ihnen ein Nacktbild zugeschickt bekommen habe, habe ich daraufhin mit einem KI-generierten Nude geantwortet. Und bei einem ist es tatsächlich jetzt soweit, er erpresst mich. Und das möchte ich euch mal zeigen. Folgendermaßen sieht das Ganze aus. Stehen geblieben waren wir hier oben bei dem Nude, das ich bekommen habe und so sehe ich aus. Und daraufhin habe ich mit einem KI-generierten Nude geantwortet. Und daraufhin habe ich direkt ein weiteres Nude zugeschickt bekommen von der vermeintlich selben Person, um es so authentisch wie möglich zu machen. Ein und dasselbe Mädel, das davon wahrscheinlich gar nichts weiß und dazu die ziemlich direkte Frage, zeigst du mir mehr? Ich habe dann erstmal ein bisschen auf schüchtern gemacht und geschrieben, boah, weiß ich nicht, was denn? Und daraufhin folgten dann sehr, sehr explizite Nachrichten, gefolgt von dem dritten Nude von ein und demselben Mädel und wieder eine Aufforderung, ich will dich sehen. Und nachdem ich dann irgendwann zugestimmt habe und ein weiteres KI-Nude, dieses Mal mit Gesicht und bestem Stück hingeschickt habe, hat es auch nicht lange gedauert, bis ich erpresst wurde. Denn dann habe ich tatsächlich hier eine vorgefertigte Instagram-Nachricht geschickt bekommen, die an all meine Instagram-Kontakte geht von meinem Fake-Profil mit der Nachricht, wusstet ihr eigentlich, dass euer Freund Oscar, so habe ich mich genannt, auf Kinder steht? Er schickt unangebrachte Fotos an minderjährige Mädchen auf Telegram. Und direkt hinterher ein zusammengebautes Foto von meinem KI-Nude mit hier Oscar Weber aus Berlin schickt Fotos wie solche an minderjährige Mädchen, Vorsicht, mit meinem Instagram-Profil. Und ich sage euch ganz ehrlich, bislang war das für mich noch gar nicht so greifbar, wie man sich in dieser Situation fühlt. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man hier über Tage hinweg mit jemandem schreibt und denkt, okay, das ist ein nettes Mädchen, das irgendwo am anderen Ende von Deutschland sitzt und man empfindet ja vielleicht irgendwann auch was für diese Person und dann wird hier so die Hülle fallen gelassen und man wird von ein auf die andere Nachricht so sehr unter Druck gesetzt und erpresst und dann hier noch diese Nachricht, wenn sie immer noch an meinen ernsten Absichten zweifeln, genügen nur wenige Mausklicks, um ihre Videos mit ihren Freunden, ihrer Familie und sogar ihren Kollegen zu teilen. So auf einmal wird man dann gesiezt. Also man merkt auch hier, die Täter sitzen wahrscheinlich im Ausland, weil das alles mit Translator übersetzt wurde. Alles, was sie brauchen, ist eine Überweisung von 500 US-Dollar auf mein Konto. Hier ist mein Bitcoin-Wallet und der dazugehörige QR-Code. Ich
glaube, ich wäre so verzweifelt, dass ich im ersten Moment auch überlegen würde, das zu bezahlen, in der Hoffnung, dass danach Ruhe ist. Was mir in der Recherche aufgefallen ist, ist, dass die Betroffenen ja oft sehr jung sind. Gibt es da auch rechtliche Unterschiede, ob die betroffene Person volljährig oder minderjährig ist? Ja, rechtliche Unterschiede gibt es im Hinblick auf die Straftatbestände. Also zum Beispiel ist es ja nicht strafbar, Erwachsenenpornografie zu verbreiten. Ich darf mir aber nicht den Besitz an Jugendpornografie oder Kinderpornografie verschaffen. Also das wiederum ist strafbar und je jünger dann auch die abgebildete Person, desto höher ist die Strafe. Also bei Kindern hat man ein deutlich höheres Strafmaß als bei Jugendlichen. Vor allem Jugendliche sind gefährdet. Sie stecken mitten in der Pubertät, erkunden gerade ihre Sexualität und gehen natürlich auch leichtfertiger mit Nacktbildern um. Ein gefundenes Fressen für Erpresser. Jetzt treffe ich mich gleich mit Max. Er ist gerade mal 15 Jahre alt und wurde gezielt von den Erpressern auf TikTok angeschrieben. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ich war natürlich geschockt, weil damit rechnet man ja nicht. Ich habe mit ihr 2 oder 3 Wochen erst ganz normal geschrieben und erst später hat sie dann Bilder gewollt, Bilder ausgetauscht und normalerweise denke ich mir so, Betrüger würden sich nicht so viel Mühe geben, sondern direkt im ersten Moment nach Bildern fragen, um schnell an ihr Geld zu kommen. Aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben, Vertrauen aufzubauen. Und dann kommt aus dem Nichts so eine Collage mit verschiedenen Nacktbildern von mir, mit meinem TikTok-Account, ganz groß in Rot draufgeschrieben, meinem Namen und natürlich der Drohung, dass sie das alles meinen Freunden und meiner Familie schicken würden. Und ich solle doch lieber mal 500 € bezahlen, dann würden sie das sein lassen. Hast du jemals darüber nachgedacht zu bezahlen? Nee, ich habe gar nicht so viel Geld und ich bin auch unter 18, deswegen habe ich auch kein PayPal oder Online-Banking. Das hätte dann alles über meine Mutter laufen müssen und dann hätte ich mich eher offenbaren müssen. Deswegen habe ich dann alles blockiert und ja, auch all meine Profile erstmal auf privat gestellt. Was glaubst du, wie hätten deine Freunde, hätten die dich darauf angesprochen, wenn sie so eine Nachricht bekommen hätten oder das öffentlich gesehen hätten? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, die hätten mich zumindest gefragt, ob das alles echt ist. Die hätten mich in der Schule darauf angesprochen und ich hätte mich auch ehrlicherweise nicht rausreden können. Klar, mittlerweile gibt es KI, aber leider erkennt man, dass die Bilder echt sind und man erkennt auch leider, dass ich das bin. Wie waren die Tage danach, als du dann alles gelöscht hast, deine Profile privat gemacht hast? Ich meine, das ist ja auch so ein Schritt, dass man seine eigene Freiheit so ein bisschen einschränkt, ne? Weil man sagt, ey, jetzt wurde ich da erpresst, jetzt muss ich schnell alles privat nehmen, dass ich nicht mehr erkannt werde oder dass das nicht gepostet werden kann. Wie hast du dich in den Tagen danach gefühlt? Wie lange hast du über dieses Thema nachgedacht? Die Tage danach ging es mir wirklich richtig schlecht. Also ich hatte das auch irgendwie immer im Hinterkopf. Ich habe dann auch noch 2, 3 weitere TikTok-Profile gemacht, um den Account der Erpresser einfach im Auge zu haben und auch um die nochmal mit diesen Accounts zu melden, in der Hoffnung, dass sie das einfach auch keinem anderen mehr antun. Das Ding ist, ich habe mir natürlich auch schon einen Plan zurechtgelegt. Ich werde natürlich nicht diese 500 US-Dollar per Bitcoin überweisen, aber ich werde zumindest so tun. Ich werde eine Zahlung über diese Wallet vorbereiten, davon einen Screenshot machen, den hochladen und diesen Screenshot wieder mit einem IP-Logger versehen. Das heißt, im besten Falle, wenn die Person da draufklickt, keinen VPN benutzt, dann kann ich sehen, wo sich diese Person befindet. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir einen Schritt schlauer sind und wissen, von wo diese Person operiert und sie damit dann konfrontieren können. Nachdem ich den IP-Logger verschickt habe, hat es nicht mal 2 Minuten gedauert, bis der Scammer da drauf geklickt hat. Kein Wunder, ich habe ja auch gesagt, dass es hier irgendwie Probleme mit der Bitcoin-Wallet gibt. Aber bevor ich euch zeige, wo der Scammer vermutlich sitzt, möchte ich euch noch mal was anderes zeigen. Denn ich habe ja in den ganzen Interviews gelernt, dass nachdem dieser Scammer sich zu erkennen gibt, dass dann richtig Druck aufgebaut wird, dass man ja das Geld so schnell wie möglich bezahlt. Hier mal eine kleine Kostprobe. Oben wurde mir der QR-Code zur Bitcoin-Wallet verschickt und hier steht direkt bezahle oder ich werde es offenlegen. 5 Minuten ist Geld bei mir. Und dann ging es wirklich im Minutentakt weiter. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Du wirst zahlen. 2 Minuten und ich schicke dein Geheimnis alle Freunde. Ich werde es tun. Schick lieber BTC. Mittlerweile habe ich auch die Tracking-Daten meines IP-Loggers ausgewertet und laut denen könnte der Scammer aus Myanmar kommen. Und auch wenn man natürlich davon ausgehen könnte, dass die Daten vielleicht nicht so 100% genau sind, passt es irgendwie in das Bild. Denn in den letzten Wochen kommen immer häufiger Berichte ans Tageslicht, dass in Ländern wie Myanmar, Kambodscha, Thailand, aber auch anderen Ländern richtige Scam-Fabriken aus dem Boden schießen. Also wirklich wohnkomplexartige Fabriken mit Callcentern, wo Leute sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als solch einen Scam durchzuführen. Aber das Ding ist, dass diese Menschen in diesen Callcentern auch
zum großen Teil dazu gezwungen werden, das zu machen. Die werden eingesperrt, denen werden Handys, Pässe abgenommen, die werden teilweise gefoltert, geschlagen und müssen den ganzen Tag diesen Scam machen. Und da muss ich dann natürlich sagen, kann ich meinen Groll gar nicht gegen die Person richten, mit der ich hier tagelang hin und her geschrieben habe, weil sie im Zweifel da auch vielleicht nichts für kann und die Hintermänner sich damit eine goldene Nase verdienen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich dieser Scam aktuell immer weiter verbreitet und Täter mittlerweile auch aus Europa und sogar aus Deutschland kommen, weil sie natürlich denken, dass das Internet ein rechtsfreier Raum wäre und dass sie wohl niemals geschnappt werden würden. Man muss aber ehrlicherweise sagen, die meisten Täter sitzen ja im Ausland. Wie schwierig ist es nach deiner Erfahrung, in solchen Fällen rechtlich überhaupt gegen die vorgehen zu können? Ich würde sagen, es ist sehr schwierig. Also in der EU wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber die meisten Täter sitzen ja in westafrikanischen Ländern oder auch in Südostasien. Und da muss man sagen, das ist schwierig. Taten werden vorrangig in dem Staat verfolgt, in dem die Tat auch begangen wurde. Selbst wenn eine Kooperation möglich ist, muss man ja sagen, über Ländergrenzen hinaus ist das einfach langwierig und kompliziert. Also es ist eine schwierige Nummer, muss man ganz direkt so sagen, ja. In Deutschland leben vermutlich Zehntausende Betroffene, die genau in diesem Moment mit ihren Nacktbildern erpresst werden. Doch die wenigsten Taten werden angezeigt, weil sich die Betroffenen einfach zu sehr schämen. Wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass man auf gar keinen Fall die Erpresser bezahlen sollte. Denn dann merken sie, dass bei dir Geld zu holen ist und dann werden sie immer weitermachen und niemals Ruhe geben. Wenn du selbst sowas erlebt hast oder jemanden kennst, der Hilfe gebrauchen könnte, findest du die passenden Angebote natürlich in der Infobox. Wenn dir diese Reportage gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem kostenlosen Abo. Das würde mich am meisten supporten und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.